Wenn man heute, im Jahr 2026, eine große Buchhandlung im Herzen von Tokio betritt, fällt einem sofort etwas Erstaunliches ins Auge. Direkt neben den neuesten Bestsellern über künstliche Intelligenz, Quantencomputing und moderne Wirtschaftstrends stapelt sich ein ganz bestimmtes Buch ganz oben in den Regalen, ein Begleitheft von NHK, Japans öffentlich-rechtlichem Rundfunk, vergleichbar mit ARD oder ZDF. Das Thema dieses aktuellen Bestsellers? Kein modernes Handbuch zur Digitalisierung, sondern ein über 100 Jahre altes, extrem komplexes Werk aus dem deutschsprachigen Raum, Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus. Warum suchen ausgerechnet die Menschen im hochtechnologisierten Japan der Gegenwart heute Halt und Orientierung in der tiefen Logik und Sprachphilosophie Wittgensteins? Was fasziniert eine ostasiatische Gesellschaft an diesem europäischen Denker? Um dieses Phänomen zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen. Die Leidenschaft der Japaner für das deutsche Denken ist keineswegs ein kurzlebiger Trend. Seit der Meiji-Zeit im späten 19. Jahrhundert, als Japan nach Jahrhunderten der Isolation seine Tore zur Welt öffnete, blickten japanische Gelehrte und Intellektuelle mit tiefem Respekt nach Deutschland. Es war die deutsche Philosophie, die das moderne japanische Geistesleben wie keine zweite geprägt hat. Von Immanuel Kant über Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Martin Heidegger bis hin zu Ludwig Wittgenstein, generationsübergreifend studierten Japaner diese Werke. Für sie war die Beschäftigung mit deutschen Denkern nicht bloß eine akademische Disziplin, sondern ein essentieller Schlüssel, um die Moderne, die Wissenschaft und die Tiefen der menschlichen Existenz zu begreifen. Doch warum berührt ausgerechnet Wittgenstein die japanische Seele heute so unmittelbar? Der erste Grund liegt in seiner berühmtesten Erkenntnis über die Grenzen der Sprache: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Für viele westliche Beobachter mag das wie eine Absage an die Philosophie klingen. Für die japanische Kultur hingegen ist es eine Bestätigung ihres tiefsten Schönheitsideals. In Japan schätzt man seit jeher das Ungesagte, die Poesie der Stille und den Raum zwischen den Worten, das kulturelle Konzept von Isshin-Denshin, das Verstehen von Herz zu Herz ohne Worte, sowie das Prinzip des Ma, der bedeutungsvollen Lehre. Der zweite Grund ist Wittgensteins kompromisslose Lebensweise. Obwohl er in eine der reichsten Familien Europas hineingeboren wurde, trat er sein gesamtes Erbe ab, arbeitete als einfacher Volksschullehrer, Architekt und Gärtner und widmete sein Leben kompromisslos der Suche nach der Wahrheit. Diese unverfälschte Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und die Suche nach dem Wesentlichen wecken in Japan tiefen Respekt. Hier schlägt die Philosophie die Brücke in unsere unmittelbarste Gegenwart. Im Jahr 2026 erleben wir den vorläufigen Höhepunkt der künstlichen Intelligenz. KI-Systeme verfassen in Sekunden komplexe Texte, simulieren Empathie und beherrschen die Grammatik der menschlichen Sprache in Perfektion. Doch genau an diesem Punkt erinnert uns Wittgenstein an etwas Fundamentales: Sprache ist nicht nur die Verknüpfung von Symbolen und Daten. Sprache erhält ihre wahre Bedeutung erst durch das gelebte Leben. Durch menschliche Erfahrungen, durch Freude, Schmerz, Moral und unser Handeln in der Welt. Eine KI kann Wörter berechnen, aber sie kann die Welt nicht spüren. Seine Erkenntnis, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, zeigt uns im KI-Zeitalter klar auf: Das eigentliche Wesen des Menschen liegt nicht in der bloßen Verarbeitung von Informationen, sondern in der Fähigkeit, der Welt durch unser eigenes, physisches Leben Sinn zu verleihen. In einer Ära, die sich immer schneller dreht und in der Algorithmen zunehmend unser Denken bestimmen, finden viele Japaner in Wittgensteins Denken einen zeitlosen Anker. Seine Philosophie gibt uns eine Orientierung auf die fundamentale Frage: Was unterscheidet den Menschen von der Maschine? Wir in Japan empfinden eine tiefe Dankbarkeit für dieses gewaltige geistige Erbe, das Deutschland und der deutschsprachige Raum hervorgebracht haben. Es ist ein intellektuelles Licht, das auch heute, über ein Jahrhundert später und über Tausende von Kilometern hinweg, die Herzen und Gedanken der Menschen in Japan erhält.